Ja, auf Wiederschauen, Wiederschauen. Ja, servus. Wiederschauen. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, aber selbstverständlich. Ich will ja nicht die Bevölkerung informieren, aber ich höre mich selbst so gern reden. So, können wir schon loslegen? Es gibt ja viel Kritik an den Maßnahmen, also dass die nicht so nachvollziehbar sind und nicht so funktionieren, wie sie sollten. Also schauen Sie, die Maßnahmen funktionieren. Das ist ganz klar. Schauen Sie, die Reichen werden immer reicher, die Kleinen müssen zusperren. Das hat bisher wunderbar geklappt. Und schauen Sie, seit Jahrzehnten zum ersten Mal keine Grippefälle. Also die Maßnahmen wirken nur gegen die Grippe und gegen das Coronavirus nicht so? Ja, das ist wirklich ein ganz großes Rätsel der Wissenschaft. Aber dass es keine Grippefälle gibt, das ist ganz klar unseren tollen Maßnahmen zuzuordnen. Und das kommt Ihnen nicht seltsam vor? Nein, Gar nicht? nein, Ein klein bisschen seltsam? nein, schauen Sie, wir machen ja jetzt auch gerade wieder Lockerungen der Maßnahmen. Gleichzeitig verschärfen wir wieder ein paar andere, dass es einfach so im Schnitt dann für alle gleich mühsam bleibt. Naja, einige dürfen jetzt tatsächlich öffnen, aber es stellt sich ein bisschen die Frage, ob nicht die Kunden ausbleiben werden, wenn das für den Kunden alles so mühsam wird und die Unternehmer haben dann weniger Umsatz und Ja. aber viel Arbeit. Von der anderen Seite gesehen, wir haben jetzt keinen Umsatzersatz mehr zu leisten. Die Unternehmer haben ja wieder aufgesperrt. Ne? Und schauen Sie, hätten sie nichts gelernt, wären sie in die Politik gegangen, dann hätten sie das Problem jetzt nicht. Und wenn die Bevölkerung nicht brav ist, dann verriegeln wir sowieso wieder alles ab. Naja, aber es hat ja sogar schon die WHO festgestellt, dass es vielleicht nicht das Schlauste ist, symptomlose Menschen massenweise zu testen oder junge, gesunde Menschen einzusperren, um Risikogruppen zu schützen. Also gerade die Kinder leiden ja sehr unter diesen Maßnahmen. Also, schauen Sie, ich habe in dieser Woche mit so vielen Menschen geredet. Es war nicht ein einziges Kind dabei, das sich bei mir persönlich beschwert hätte. Es ist auch ganz einfach. Wer keine Kinder hat, bei dem beschweren sie sich auch nicht. Da hätten sich die Leute das etwas früher überlegen müssen. Ja, aber es sind ja nicht nur die Kinder, sondern auch vor allem die Alten. Also gerade die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen hat man ja ins offene Messer laufen lassen. Nein. Schauen Sie, diese alten Menschen sind ja auch in den Pflegeheimen, weil sie eben nicht laufen können. Naja, aber hätte man nicht über den Sommer schon finanzielle Mittel zur Unterstützung der Pflegekräfte zur Verfügung stellen müssen? Also das mit den Pflegekräften, das ist seit Jahrzehnten sind die unterbezahlt und wir wollten jetzt auch nicht mit dieser Tradition plötzlich brechen, nur weil es gerade so passt. Und man muss in der Politik auch den Mut haben, zu den traditionellen Werten zu stehen. Gut, naja, aber es werden ja viele Daten gesammelt, aber nicht wirklich veröffentlicht und man weiß nicht wirklich, wie sie zu diesen Entscheidungen kommen. Stichwort fehlende Evidenz, fehlende Interdisziplinarität. Nein, schauen Sie, also uns wird so viel vorgeworfen. Ich komme da auch gar nicht mehr nach. Aber dass wir nicht interdisziplinär agieren, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Wir haben da ganz viele Taskforces zum Beispiel im Ansatz, ganz unterschiedliche Fachrichtungen. Was für Taskforces? Also da gibt es als Beispiel die Parrot Studies. Sie meinen Pilot Studies? Nein, das ist ganz was anderes. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit, Ihnen das genau im Detail zu erklären. Sie haben ja auch selbst ein Hirn. Auf jeden Fall sammeln wir die Daten und schauen genau, was da rauskommt. Lockdown, Lockdown, Lockdown. Erst sagt er manchmal auch was anderes außer Lockdown. Ja, manchmal sagt das leiser. Dann machen wir Lockdown light. Ach so. Dann haben wir da die Taskforce 3D Calculations. Da geht es um sehr komplexe Berechnungsmodelle. Ich habe Lockdown, was hast denn du? Na warte. Ich habe auch, aber kurz. Also ich habe 20 Quadratmeter pro Kunde mal. Er hat Lockdown. Weiter Lockdown.
Ah, die Mutationen, die internationalen Mutationen müssen wir noch Der anschauen. Mutanten. 3-mal was, gell? 3-mal. Ja, gut. Portugal. Portugiesische Variante. Ich glaube schon. 4, 2. 42% infektiöser. Und natürlich machen wir da auch internationale Ländervergleiche, also Case Studies. Was hat sich bewährt, was läuft gut? Hast du schon geschaut? Was machen denn die Deutschen? Na da. Hab's eh offen. Da, schau. Machen wir das auch? Ja, ja, das macht eh die ganze EU. Wobei wir sie ja auch an ganz bestimmte Umstände anpassen müssen, weil es ja länderspezifische Begebenheiten gibt. Ja, Papa. Du, der Franz hat angerufen, die Lifte sollen wir doch aufsperren. Ja, das hat der Peter eh schon gesagt. Ja, dann sperren wir es halt auf. Ja, sonst regen sich die Tiroler wieder auf. Ja, dann sperren wir es halt auf. Und wir müssen natürlich auch schauen, welche Ressourcen haben wir zur Verfügung und wie können wir das in der Bevölkerung umsetzen. Du, die Masken bringen angeblich gar nichts. Ja, dann bestellen wir halt andere. Beim Umsatzersatz haben wir eh so viel gespart, da können wir shoppen. Ja, na schau mal. Ja, da. Beim Kaufhaus Österreich. Genau. Ich kenne mich nicht aus auf der Seite da. Ich finde da gar nichts. Aber bestellen wir halt wieder in China, da kriegen wir wieder die gratis Teigtasche. Ja. Weißt du, das war super das letzte Mal. Die waren urgut. Ja. Urgut. Ah, die Seiten habe ich eh noch offen. Die Maskentasche. Ja, die nehmen Nehmen wir wir. die? Die sind super. Gut, dann Gibt es auch bestellen im wir die. Angebot, schau. So, viele Nullen, gell? So, Enter. Bestellen, ne? Jetzt hast du aber vertippt bei den Nullen, gell? Ui. Kann man es noch zurückgeben? Keine Stornierung. Keine Rückgabe, gell? Was macht man jetzt? Die werden wir schon irgendwie anbringen. Ja, passt schon. Passt schon. Und natürlich greifen wir auch auf Tools aus Asien zurück, denn wir haben ja gesehen, welche tolle Ergebnisse dort erzielt werden. Na gut. Und Teigtafeln waren besser. Ein bisschen trocken. Vor allem auch das chinesische Modell, also das ist uns ein großes Vorbild. Bisher sind wir ja recht gut gefahren mit Tools wie Medienförderung oder eben Nichtförderung, aber die Chinesen haben da schon viel bessere Strategien entwickelt. Also die evaluieren wir jetzt auch gerade und bei manchen sind wir auch schon in diesen Testphasen und oh, eigentlich hätten sie jetzt weg sein müssen. Na, da müssen wir irgendwie nachjustieren. Ah, jetzt! Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wohin. Na wurscht, Hauptsache weg ist. Sie haben ja auch selbst ein Hirn. Und wir schauen dann ganz genau, was da rauskommt. Was werden wir hier? Die Informationen bei einem Hirn. Das haut nicht dahin. Sie sind Noch so einmal. deppert. Ich krieg's nicht über die Lippen. Nach so vielen Gott, Jahren nein. geht das nicht mehr.